Ja, schönen guten Tag, Herr Dr. Breyer, und vielen Dank, dass Sie die Zeit nehmen für ein kurzes Gespräch über das Thema der Phaken Intraokularlinsen und refraktive Linsen. Ich freue mich sehr, dass wir heute bei Ihnen in der Praxis sein dürfen, um das kurze Interview mit Ihnen zu führen. So zu Beginn mal die Frage, die Phakenlinsen gibt es ja jetzt schon seit über 20 Jahren. Und also in der letzten Zeit hat sich das ja zum wahren Boom entwickelt. Und warum glauben Sie, ist das so? Ja, das ist ganz interessant. Also ich habe ja vor 18 Jahren angefangen, hatte natürlich eine sehr gute Einführung durch den Tobias Neuhan und den Herrn Saldivar aus Mendoza, die da schon einen kleinen Vorsprung hatten, und dadurch hatte ich dann einen wirklich sehr sanften und schönen Einstieg. Das heißt, mir blieben Komplikationen wirklich erspart, da ich ein sehr gutes Briefing hatte von sehr guten Augenchirurgen. Aber da war dann erstmal das Problem, der große Stier oder Bulle oder Elefant im Raum war einfach der graue Star. Man setzt die Linse an, macht einen grauen Star. Ich persönlich in den 18 Jahren hatte 2 Patienten mit einem grauen Star. Also glaube ich, sage es sehr daran, mit welcher Technik, wie man implantiert hat, wie vorsichtig man implantiert, wie gut man die Linse berechnet hat. Und dadurch, dass das Wissen über die Jahre immer mehr wurde, hat man einfach gemerkt, oh, die Ergebnisse sind ja deutlich besser als das, was bis jetzt publiziert worden ist. Und so oft gibt's ja gar nicht einen grauen Star. Ja? Und dann kam noch der Aquaport dazu, der auch diese künstliche Auftrennung der Hinterkammer aufgehoben hat, das einfach besser das Kammerwasser zirkulieren konnte. Das war, glaube ich, ein Grund. Der nächste Grund. Und ein weiterer Grund war, dass die Vermessung immer besser wurde, also dass der Wald-Fehler immer weniger wurde. Und durch den Aquaport kam dann natürlich auch der Effekt, dass man, wenn man näher an der Linse dran war, dann keine Katarakt induziert hat. Ja. Und der nächste Vorteil eines Aquaports war, oder des Vorrahmens in der Linse, wie man das auch immer nennen möchte, dass das so gut wie zu keinem Glaukom mehr kam, kein Glaukomanfall. Ja. Und das, glaube ich, hat noch weitere Sicherheit in die ganze Szene gebracht. Ja, also die Komplikationen, wie akute, wie der grüne Star, kam so gut wie nicht mehr vor. Der graue Star kam auch so gut wie nicht mehr vor. Die Linsen mussten nicht so häufig ausgetauscht werden, weil man die Erfahrung hatte, wie setzt man die jetzt richtig ein. Und dieses Vertrauen musste natürlich über viele Jahre, bis jetzt fast 2 Jahrzehnte, aufgebaut werden in der Community. Und würden Sie heute das Verfahren, das Implantationsverfahren für die Phakenlinsen als ein Standard- oder Routineverfahren beschreiben? Ja, das, glaube ich, ist also in der Mitte der Gesellschaft der refraktiven Chirurgen angekommen. Also die ganzen Sachen, die am Anfang auftraten, wurden über die Zeit dann eben eliminiert. Und heutzutage würde ich tatsächlich sagen, das ist ein sicheres Produkt wie das Augenlasern. Was sind denn aus Ihrer Sicht die wichtigsten Vorteile, die bedeutendsten Vorteile der Phaken-Intraokularlinsen? Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Patienten hat, der ein absoluter Sehperfektionist ist, dann ist natürlich die Phakelinse, das haben wir mal gezeigt mit einer Untersuchung, aber auch Publikationen JRS und JCRS, ist immer noch so ein bisschen, wenn es an höhere Korrekturen geht, ist die noch ein bisschen perfekter. Das heißt, hat weniger Higher Order Aberrations oder Induktion von Koma, das beim Lasern dann eben eher optische Fehler wäre schon zu viel gesagt, aber wenn ein Patient, das komme ich nochmal zurück, wenn er wirklich ein Perfektionist ist, dann glaube ich, ist das eine Indikation für eine Phakelinse. Ja. Das ist Nummer 1. Wenn man ganz klar höhere Myopien oder Hyperopien hat oder Astigmatismen. Ich würde sagen, im Routinebereich bin ich ein großer Fan der Smile-Operation oder bei niedrigen Hyperopien großer Fan auch der Excimer-Laserchirurgie, der Femtolasik. Aber immer dann, wenn jemand absolut perfekt sehen will oder wenn man möchte, dass höhere Korrekturen operiert werden können, dann kommt man um eine Phakelinse nicht drum herum. Ja. Irgendwann kommen wir alle mal in das Alter, dass uns dann auch der natürliche graue Star betrifft. Ist dann unter Umständen ein vorhergehender Eingriff mit einer Phakenlinse vorteilhafter gegenüber einem Lasereingriff auf der Hornhaut, wenn ich anschließend bei so einem Patienten vielleicht eine refraktive Linse wie eine Trifokale oder ähnliches implantieren will? Könnte das ein Vorteil sein?
Ja, da gibt es ja diesen schönen Werbespruch, Preserving the Cornea for the Future. Ja. Ich persönlich halte es so ein bisschen für übertrieben, weil es ist natürlich auch eine Fahrgelinse wieder rauszubauen, kann auch nicht unbedingt jeder sehr elegant. Ja, also es ist schon durchaus eine chirurgische Herausforderung, die sauber zu explantieren. Irgendwie kriegt man die natürlich raus, aber die so schön zu implantieren, dass ich danach auch eine andere Linse gut implantieren kann im Rahmen der Kataraktchirurgie, ist nicht so einfach. Das muss man immer so ein bisschen gegenrechnen. Dann mit den neuen Laserablationsmustern hat man sehr große optische Zonen und induziert nicht mehr so viel Aberration höherer Ordnung, dass man eine trifokale Linse nicht unbedingt implantieren könnte. Das war auch so eine Phase, wo man gesagt hat, oh Gott, wenn man die Hornhaut gelasert hat, kann man keine Multifokallinse mehr implantieren. Das stimmt ja nicht. Man muss einfach nur die Higher Order Aberrations messen und wenn die nicht so hoch sind, kann man auch eine Multifokallinse implantieren. Hier kommt dann aber wieder die Phake-Linse ins Spiel, wenn man, je höher natürlich der Abtrag ist, desto häufiger oder auch wenn ich Hyperopien korrigiere, habe ich natürlich induziere mehr Higher Order Aberrations. Und da greift dann wieder das Argument, dass man sagt, wenn man in diese Richtung denkt, dann macht es schon Sinn, eher eine Phake-Linse zu implantieren als eben Excimer-Laserchirurgie zum Beispiel. Also man muss das sicherlich abwägen. Ich mag das immer nicht, wenn es so eindeutig hingestellt wird. Das trifft nie die Wahrheit. Man muss es wirklich abwägen und man muss ja auch immer den Patienten mitnehmen. Ja? Den menschlichen Faktor, den darf man nie vernachlässigen. Und es gibt Leute, die sagen, bloß nicht an die Hornhaut. Ja? Ich möchte ein reversibles. Und andere, die sagen, bloß nichts im Auge. Ja? Und da können Sie manchmal auch als Arzt fast nicht gegen argumentieren. Es ist und bleibt ein elektiver, freiwilliger Eingriff. Und da ist eben die Patientenmeinung, durchaus auch die Vorurteile entscheidend. Patienten haben ja gerade oft Befürchtungen, am Auge sich operieren zu lassen. Gerade dann, wenn es jetzt vielleicht auch ein Eingriff ist, der jetzt, ich sag mal, nicht unbedingt notwendig ist. Und da wäre jetzt die Frage, aber das haben wir ja gerade schon gesagt, hängt vom Patienten ab, ob dann das irreversible Verfahren und die Möglichkeit, dass man halt die Hornhaut eben nicht traumatisiert und nicht verändert, permanent, ob das ein Vorteil ist aus Sicht der Patienten, ob die sich dadurch sicherer fühlen? Interessanterweise, wenn man ganz ehrlich ist, ist es nicht so. Das ist so, wenn Patienten kommen, sagen, weil das ist in den Köpfen hier drin. Ja. Patienten wissen, es gibt die LASIK. Ja, ich mache meistens eine Smile, da war viele Jahre, ich mache das seit 13 Jahren, wenn Patienten sagen, ach, sowas gibt es auch, das gibt es aber noch nicht so lange. So, bei einer Phakenlinse sagen sie dann, ach, habe ich ja noch nie gehört. Und dann sage ich, mache ich aber schon seit 18 Jahren. Ja, also es ist noch nicht so in den Köpfen der Patienten drin. Und dann sind die Patienten eben sehr, sehr unterschiedlich. Wie gesagt, ich wiederhole mich hier, aber das ist einfach so ein Fakt. Der eine sagt, ich möchte nichts im Auge haben, lieber lasern. Ob das jetzt begründet oder unbegründet ist, ist völlig egal. Das ist eine emotionale Geschichte. Und da kommt man schwer an, außer wenn man jetzt dann sagt, hier kann man nicht mehr lasern, hier geht nur die Linse. Und das ist dann ein einfaches Spiel, ja, weil die Motivation, wenn die Patienten zu einem kommen, die Brille loszuwerden, ist ja hoch. Ja, also wenn sie erstmal hier sind, dann ist es nicht das Problem. Sehen Sie das so, dass die Phakenlinsen in Zukunft das Potenzial haben, die Lasereingriffe nicht zu ersetzen, aber im Prinzip von den Anteilen vom Stellenwert innerhalb der refraktiven Chirurgie zu ersetzen oder zu überflügeln? Das ist eine gute Frage, weil natürlich auch jeder Kataraktchirurg eine Phakelinse einsetzen kann. Ja. Aber nicht jeder Laserchirurg kann eine Phakelinse einsetzen. Das heißt, die Voraussetzungen sind auch dadurch gegeben, je nach Land, ob es refraktive Chirurgen sind, die alle Verfahren beherrschen, oder ob es Laserketten sind, die gar keine Phakenlinsen einsetzen, oder ob es eben graue Star-Kataraktchirurgen sind, die keinen Laser haben, aber Phakelinse einsetzen können. Ja. Das darf man ja, oder muss man bei solchen Überlegungen immer mit berücksichtigen. Also dass nicht nur die Sache an sich, sondern die Ausstattung von refraktiven Zentren sehr unterschiedlich ist. Ja? Deshalb hatten wir ja
oder ich von Anfang an, als ich mich entschieden habe, ich mache jetzt mehr refraktive Chirurgie oder refraktive Kataraktchirurgie, dass ich angestrebt habe, einfach alles zu können, dass ich unabhängig bin in der Entscheidung, wie ich meinen Patienten berate. Und das ist auch meiner Meinung nach auch nur das, was sich durchsetzt. Man sieht das im Multifokallinsenbereich. Es gibt ja auch unterschiedliche Multifokallinsen mit unterschiedlichen Intermediärdistanzen. Und wenn man nur eine einsetzt, wird man automatisch Patienten haben, die nicht so zufrieden sind. Oder wenn man keine Excimer-Chirurgie beherrscht, ist es natürlich schwierig, Multifokallinsen zu implantieren, weil 5% liegen nicht so perfekt, dass man nachher nicht einen Touch-up machen muss. Das heißt, automatisch hat man 5% unzufriedene Patienten. Ein Unzufriedener hat einen Multiplikationsfaktor von 14, ja? Und ein Zufriedener nur einen von 3. Also deshalb sind ja manche Produkte leider verbrannt, obwohl sie toll sind. Ja? Und das geschah damals eben der Phakenlinse zu ungerechter Weise vor 18 Jahren. Und heute, wie Sie zu Recht sagen, erlebt sie eine wirkliche Renaissance und die Zahlen gehen nach oben, was mich unglaublich freut, weil ich es für ein tolles Produkt halte. Also ich wäre ja ganz happy, wenn es sozusagen auch den Facharzt für refraktive Chirurgie gibt und der eben alle OP-Methoden beherrscht und dann darf er sich als solcher bezeichnen, dass auch für die Patienten so ein Qualitätsmerkmal oder ein Gütesiegel da ist, ja? Weil die Patienten können es ja gar nicht überblicken. Ich kann mich noch erinnern, dass wir auch mal über das Thema jetzt der Systematik SICA in Verbindung mit refraktiven Eingriffen und ganz klar. Das ist auch ein absoluter Punkt für die Phakelinse. Aber auch da muss man immer gerecht sein. So eine Femtolasik macht halt über 3 bis 6 Monate bei einem gewissen Prozentsatz trockene Augen. Hat jetzt jemand schon trockene Augen und das wird nochmal verstärkt, und er wird nicht explizit darauf hingewiesen, dann ist natürlich der Patient zu Recht verärgert, fühlt sich da verschaukelt, man hat ihm was nicht gesagt. Wenn man das offen kommuniziert und sagt, es gibt 2 Verfahren, und das eine eben, die Phakelinse verstärkt ihr trockenes Auge nicht, die andere verstärkt das, dann hat der Patient ja die Möglichkeit, sich das auszusuchen und für sich selber ein eigenes Risk-Management zu machen und sagen, ich möchte das und das aus dem und dem Grund. Und das ist für mich der entscheidende Faktor, dass man einen Patienten gut aufklärt und er danach entscheidet. Und die Leute, die wirklich trockene Augen haben, nicht so ich habe trockene Augen, sondern die wirklich trockene Augen haben, da finde ich, verbietet sich eine Femtolasik. Ja, da kann man nur eine Smile oder eine Phakelinse nehmen, ganz klar. Ja. Und das ist vielleicht auch ein Grund, oder könnte vielleicht auch ein Grund sein, warum sich diese Verfahren halt inzwischen ja, ich sag mal, zunehmend im Markt verbreiten, weil das Thema trockenes Auge in der heutigen Gesellschaft ja sich auch langsam zu einer Volkskrankheit entwickelt. Das stimmt, das ist sicherlich auch wieder ein wirkliches Argument für die Phakelinse, weil ja auch ein Hauptgrund ist ja, dass die Patienten, ganz viele kommen zu mir und sagen, ich vertrage meine Kontaktlinsen nicht mehr. Was ist der Grund? Das sind die trockenen Augen. Ja, und deshalb ist eine Phakelinse in der Argumentation eigentlich wirklich gut aufgestellt, genauso wie die Smile. Die stehen beide besser da. Wenn man jetzt mal in die Zukunft noch denkt, was würden Sie sich denn von den refraktiven oder jetzt von den Phakenlinsen vielleicht noch als zusätzliche Entwicklung wünschen? Gibt es da irgendwas, würde ich sagen, als mit Depth of Focus, spezial auch angepasst individualisiert auf den Patienten? Was wäre da für Sie so eine Entwicklung, wo Sie sagen, das wäre auch nochmal ein richtiger Durchbruch? Oder? Also mit dem multifokalen EPCL habe ich so gemischte Erfahrungen gemacht. Ja. Da kriege ich irgendwie keine Konstanz rein, dass ich sagen würde, das ist für mich das Modell schlechthin. Vom Bauchgefühl her würde ich sagen, die kann man in der Sehqualität nicht vergleichen mit einer Trifokallinse. Ich glaube auch, dass das von der Optik her deutlich schwieriger ist. Und deshalb ist es zum Beispiel eine Linse, wo der Patient das aktiv sich bei mir wünschen möchte. Also der muss zu mir kommen und sagen, erstens, ich halte es immer noch für besser als Clear Lens, das ist völlig klar. Also eine klare Linse bin ich gar kein großer Freund. Eine klare Linse ist eine klare Linse, dann mache ich lieber einen Laser oder eine Phakelinse, als dass ich eine klare Linse austausche, ja, weil das Komplikationsrisiko ist einfach ein ganz anderes Niveau, muss man klar benennen. Aber trotzdem mit der multifokalen Phakenlinse bin ich überschaubar zufrieden. Ich muss sagen, bei der EDOF-Linse habe ich das, was ich das letzte Mal gehört habe,
war bei der letzten ESCRS, da hatte ich dann auch eine Schulung diesbezüglich. Es ist auch eine 3-Monats-Chirurgie. Also es ist nichts, was man den Patienten einsetzt und der ist sofort super happy und alles vom ersten Tag ist gut, sondern man muss ihn schon wie bei einem Überblendvisus darauf hinweisen, das wird ein bisschen länger dauern, bis du das kannst und dich daran gewöhnt hast. Also es ist kein Zauberprodukt. Aber ich persönlich, gerade weil das ja oft jüngere Patienten sind, die noch eine klare Linse haben und sehr aktiv im Leben stehen, halte da eine EDOF-Linse tendenziell vom Ansatz her besser als eine Multifokallinse. Ja. Also das sind so meine Erfahrungen im Phakenlinsenbereich. Was man sonst an den Linsen noch verbessern könnte aus Ihrer Sicht, wo Sie sagen, okay, das müsste vielleicht noch ein bisschen besser sein, oder ist das mittlerweile so weit vom technischen Standard her, dass Sie sagen, das passt eigentlich so weit? Ja, also mittlerweile kriegt man alle Phakenlinsen durch 2,2, 2,4 mm in der Andocktechnik durch. Ja. Das heißt, man kann Astigmatismus neutral operieren. Bis jetzt habe ich noch keine Katarakte gesehen, besonders auch bei denen, die eben die Aquaports haben. Ich persönlich bin mit dem Produkt zufrieden, setze es gerne ein bei den Patienten, wo es eben indiziert ist. Es gab jetzt einen ganz interessanten Bericht von der WHO. Dass halt in den nächsten Jahren, also gerade das Thema der bis zu 5% der Bevölkerung mit höheren Myopien zu leiden oder unter höheren Myopien zu leiden haben. Könnte das auch nochmal ein Aspekt sein, der das Geschäft mit den Phaken Intraokularlinsen nochmal deutlich nach oben bringt und noch weiterbringt? Ja, kann ich mir durchaus vorstellen. Ich glaube auch, weil eben die Phakenlinsen und auch die Laserchirurgie mittlerweile ein Niveau haben, dass sie sicherer als Kontaktlinsen sind, dass sich das immer mehr umsprechen wird. Also dieser Schneeballeffekt, glaube ich, den wir bis jetzt so nicht gesehen haben in der refraktiven Chirurgie, der wird sich ausbreiten aufgrund A der Sicherheit und B natürlich auch, weil immer mehr Menschen kurzsichtig sein werden. Bisher war das Thema der Phakenlinsen ja eigentlich fast ein Monopol weltweit. Jetzt in den letzten Jahren haben sich ja mehrere Hersteller da auch etabliert, die Lösungen anbieten. Ist das aus Ihrer Sicht ein Trend, der auch dazu beiträgt, dass mehreren oder mehr Patienten auch der Zugang zu so einer innovativen Technologie ermöglicht wird? Ja, klar. Das Konkurrenz belebt das Geschäft, das ist immer so. Aber es ist ja auch so, dass man dadurch wieder Zugang zu anderen Chirurgen gewinnt. Ja, das gibt ja Chirurgen, die eben, sie haben ja auch ein breiteres Portfolio, wie sie aufgestellt sind und können ja dadurch, sage ich mal, auch ein Cross-Selling machen. Ja? Und wenn sie sich mit dem einen Chirurgen gut verstehen und sie haben ein Vertrauensverhältnis aufgebaut, dann können sie dem vielleicht auch mal sagen, probier's doch mal. Ja? Das ist ein Produkt, das in unserem Haus auch wirklich gut läuft. Da ist Vertrauen geschaffen. Wenn es natürlich 3 verschiedene Firmen sind, dann erreichen sie mehr Chirurgen, ja? Die vielleicht mit der einen Firma, aus welchen Gründen auch immer, nicht reden wollen, ob sie den Vertreter nicht mögen oder die Art der Werbung, das sei mal dahingestellt. Ja. Aber ich glaube schon, dass immer mehr Leute dann Phakelinsen implantiert bekommen, die erzählen es wieder weiter, weil die Ergebnisse ja wirklich toll sind. Und auch da, ich glaube noch nicht, dass wir auf dem Niveau des Schneeballeffekts sind, aber der wird kommen. Sie haben ja auch in der letzten Zeit einige von unseren Linsen eingesetzt, der Icral-Phakic. Da haben wir ja den Standard, dass wir mit der 2,8 mm Inzision arbeiten. Geht sogar 2,4. Mit Andocktechnik geht 2,4. Ist das ein Vorteil? Früher war ja bei 3,2, glaube ich, die Indikation. Ja, also wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe immer nur mit Andocktechnik und 2,2, maximal 2,4 mm genommen, habe es limbal gemacht und damit ist man Astigmatismus neutral. Das kann man auch mit allen Produkten auf dem Markt machen. Das ist jetzt aber wiederum der erfahrene Chirurg. Es ist natürlich jeder Millimeter oder halbe Millimeter zählt. Wenn jemand sagt, ich traue mich das mit der Andocktechnik nicht, ich möchte ins Auge, dann ist natürlich schöner eine 2,8 als eine 3,2 Millimeter Inzision, ganz klar. Ja. Wir haben ja, wenn man das Material vergleicht so ein bisschen, ist das Material von der Icral-Phakic ja etwas steifer als das von der ICL. Ist das ein Vor- oder eher ein Nachteil aus Ihrer Sicht? Also
Ich glaube sowohl als auch. Wenn Sie was Schönes bei der iCrill ist einfach, Sie legen die in eine normale Kartusche ein, müssen die nicht wie bei der ICL mit so einem feinen Pinzettchen vorziehen. Die feinen Pinzetten kosten viel Geld und gehen mal in Steri kaputt und das ist ein weiterer Schritt. Das ist schon etwas, was mir bei der iCrill sehr gut gefällt. Wenn man sie injiziert, braucht man ein bisschen höheren Druck. Das ist das, wo man wieder ein bisschen spielen muss, wo man sich dran gewöhnen muss, wenn man was anderes gewohnt ist. Jemand, der natürlich gleich damit anfängt, der merkt den Unterschied nicht. Dem ist es, glaube ich, ziemlich egal. Die Linse selber ist dann dadurch, wie Sie gesagt haben, dass sie ein wenig oder unter den dreien die rigideste ist, finde ich, ist sie leichter zu implantieren, weil man sie natürlich, man hat auch einen Gegendruck, wenn man sie unter die Füßchen und die Haptik unter die Iris schiebt. Das ist natürlich bei einer Linse, die sehr weich ist ein bisschen labbriger. Ja, und ist ein bisschen schwieriger, darunter zu positionieren. Ja, bei der iCrill ist es mir oft schon passiert, im positiven Sinne, wenn ich auch genügend OVD in den Zwischenraum, in den Sulcus gebracht habe, dass ich direkt die eine Seite in den Sulcus implantiert habe, muss nur noch die anderen beiden so runterdrücken. Also das ist schon ein Vorteil bei einer Linse, die rigider ist. Wir haben ja von der Abstufung her, der Größenordnung oder bei der Größenanpassung eine relativ breite Range, mittlerweile 11 bis 14 Millimeter und die anderen sind 0,5 Millimeter. Ist das gut für die Anpassung des Bildes? Ist das ein passendes? Ja, super. Ja. Klarer Schritt nach vorne, das ist wirklich toll, ja, muss man sagen. Wir bieten ja auch in dem Bereich der Hyperopen-Patienten große Spektrum an. Wir gehen ja hoch bis 10 Dioptrie. Und auch dort bei den Hyperopen-Linsen haben wir ja halt die zentrale Öffnung für den besseren Kammerwasserdurchfluss, das ja auch in einer bestimmten Art geformt ist. Ist das aus Ihrer Sicht gute Lösung? Passt das? Ich finde es sogar eine sehr gute Lösung. Es wird ja manchmal diskutiert, dann wenn man so hoch geht, ist aber die Optik nicht mehr so gut. Wenn man sich aber mal einen Patienten vor sich sitzen hat, der +8 oder +10 hat, die leiden wirklich, ja, geschweige denn, wenn sie auch noch alterssichtig werden, dann auf +13 gehen oder so. Das heißt, das sind Patienten, die auf jeden Fall davon profitieren, von diesem Design, von der Technik. Ich bin sehr froh, dass wir das haben. Ich finde das absolut ein Produkt, das auch benötigt wurde, so wie es da designt ist. Das erweitert den Patientenbereich im Positiven, weil wer will schon gerne bei so einem jungen Patienten einen refraktiven Linsenaustausch machen. Und es gibt es manchmal, dass Patienten so verzweifelt sind, dass sie wirklich keine Kontaktlinsen tragen können, dass die Brille zu sehr drückt und die wirklich verzweifelt sind. Und da geht's halt dann nicht anders als einen refraktiven Linsenaustausch, wenn die Vorderkammer nicht tief genug ist. Ja. Aber es ist natürlich wesentlich eleganter, bei einem jungen Patienten eine starke Linse einzusetzen. Ja. Fühle ich mich deutlich wohler mit. Ganz klar. Wie sind denn Ihre Erfahrungen jetzt gewesen mit den Implantationen von der iCrill Phakic, die Sie gemacht haben? Waren Sie mit den refraktiven Ergebnissen dort zufrieden? Super zufrieden. Die waren wirklich perfekt. Die waren Bums, Emmetro. Also die waren alle, die ich eingesetzt habe, plus minus 0,25 oder Emmetro. Da muss man sagen, und da war ich ehrlich gesagt überrascht für ein Produkt, das so relativ neu auf dem Markt ist, dass es so nah am Idealergebnis ist, das fand ich beeindruckend. Ja, vielen Dank, das hört man natürlich gerne. Ja, ist aber auch so, das ist so, da stehe ich dahinter. Ja. Es gibt ja so ein paar Faktoren, die dazu führen, dass ein Patient jetzt einfach sagt, okay, ich gehe jetzt zu Ihnen in die Praxis, ich will die und die Lösung haben. Was sind für Sie? So? Ja, das sind jetzt zwei Fragen. Also warum gehen Sie zu mir in die Praxis? Ja. Und welche Lösung möchten Sie haben? Also warum Sie zu mir kommen, ich glaube, die Leute kommen einfach, ich habe in meinem Leben über 55.000 Operationen gemacht. Ich setze seit 18 Jahren Phakic Linsen ein. Ich bin seit 10 Jahren im Fokus Top-Mediziner mit drin, jetzt auf einer Sternliste. Wir machen internationale Wissenschaft. Ich glaube, das ist schon, und ich kann alles. Ja? Und das ist, glaube ich, schon etwas, wo die Patienten sagen, da fühle ich mich gut aufgehoben und da ist nicht beim nächsten Mal schon wieder ein anderer Arzt da oder ich bin hier Versuchskaninchen. Ich glaube, das ist schon etwas, was die Patienten sehr schätzen. Ja.
Und dann bezogen im Prinzip auf die Lösungen, die angeboten sind, weil das stützt sie ja, wenn man jetzt so viel Erfahrung hat und auch so einen Namen sich erarbeitet hat, wie sie das gemacht haben, dann gibt es ja auch so ein paar, ich sag mal, Kriterien, die sie sicherlich an solche Lösungen stellen und auch an die Implantate, und man sagt, okay, das muss muss schon sichergestellt sein, das muss schon passen, damit ich das auch mit ruhigem Gewissen meinem Patienten verantworten kann. Ja, das ist einfach die Qualität. Also Qualität ist das, was sich im Leben durchsetzt, hat mir schon mein Vater beigebracht. Und so ist es auch. Also wenn das Produkt nicht das verspricht, was es hält, dann ist es zum Scheitern verurteilt. Und dann kommt man eben in die Bredouille als Arzt, weil man hat ja bei der elektiven, refraktiven Chirurgie extrem hohe Verantwortung, ja, weil es eben gesunde Augen sind. Ja. Und ich glaube, nicht umsonst sind so die bekannten refraktiven Chirurgen haben auch ein gewisses Alter. Einfach, bis man sich daran wagt, an gesunde Augen, und wenn da mal, das ist ja nicht so, dass wir emotionslos sind, also ich kann mich genau an meine Fälle erinnern im Leben, die nicht so optimal gelaufen sind. Das verfolgt einen, das quält einen schon auch und das ärgert einen, dass man da vielleicht mal jemanden suboptimal versorgt hat. Das ist einfach ein Fakt. Die refraktive Chirurgie ist so ein bisschen wie the Queen of Surgery im Augenbereich, weil man einfach, wenn da mal was nicht optimal funktioniert, wird's blöd. Wir haben ja zum Beispiel auch die Möglichkeit, eine sehr schnelle und sehr flexible Lieferung und Individualisierung auch der Linsen anzubieten. Das heißt, Schlüsselfaktor, wenn ich danach frage, Patient, der jetzt einen hohen Leidensdruck hat, der möchte dann wahrscheinlich seine Lösung auch relativ zeitnah haben. Ja? Ja. Also wir haben jetzt eine durchschnittliche Lieferzeit bei den Phakenlinsen von ca. 3 Wochen. Was sensationell ist. Das muss man wirklich sagen. Also das ist schon durchaus mit einem Wettbewerbsvorteil. Ja. 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 Weil der Leidensdruck ist ja gerade bei dieser Patientengruppe ist der hoch. Und wenn die sich mal durchgerungen haben zu so einem Schritt und dann sagt man, ja, jetzt müssen wir noch 2-3 Monate auf das Produkt warten. Ja, dann kommt es zu dem Punkt zurück mit der ich sag mal, gewissen, zumindest mit dem gewissen Respekt vor einem operativen Eingriff. Dann hat man mal 12 Wochen Zeit, sich vielleicht doch nochmal überlegen, ob ich mache oder nicht. Ja. Also das habe ich ehrlich gesagt noch nicht erlebt, dass jemand von der Operation abgesprungen ist. Da bin ich sehr erfreut. Also die No-Show-Rate, die geht fast gegen 0 bei uns. Eine letzte Frage hätte ich noch. So, Sie haben eine sehr anspruchsvolle Tätigkeit da und das ist ja sehr stressig auch. Was machen Sie eigentlich? Sie wirken sehr entspannt und sehr relaxed. Wie entspannen Sie sich? Also früher war es Ausdauersport oder Vielsport. Heute ist es altersentsprechend. Ich mache jetzt mehr Yoga oder fahre auf meinem Ergometer-Fahrrad, spiele gerne noch Tennis. Für Golf fällt mir so ein bisschen die Zeit. Das habe ich eigentlich früher auch immer gerne gemacht, aber das ist wirklich, da ist mir gleich immer 6 Stunden weg. Ja. Das ist ein bisschen schade. Aber was sicherlich auch dazu beiträgt, ist eine glückliche Ehe und gute Freunde. Das sind schon sehr ausgleichende Faktoren und ja, das ist so der Mix zwischen Yoga, Tennis, Sport, gute Freunde, gute Gespräche und sicherlich auch ein gutes Team, wo man merkt, das arbeitet, weil man so lange mit dem arbeitet, auch fehlerfrei. Das nimmt natürlich unglaublich viel Stress von einem weg. Also das kann ja auch im Prinzip nur so auch widerspiegeln, immer wenn man bei Ihnen ist. Man hat hier eigentlich das ist eigentlich schon ein sehr Wohlfühlbereich, in dem man hier das Team ist immer sehr freundlich, sehr hilfsbereit. Also vielen Dank. Ja, gerne. War mir ein Vergnügen. Ja. Danke.